Herr Präsident Krüger ist für niemand zu sprechen. Der Herr Präsident ist sehr abgespannt, der empfängt niemand. Aber ich bin doch das 8 Uhr Abendblatt. Ich habe Ihnen doch schon 100-mal gesagt, es ist ganz unmöglich. Der Herr Präsident Krüger darf nicht gestört werden. Aber wenn ich doch bloß... I represent the New York Herald. I must see him. Haben Sie meinen Artikel im 8 Uhr Abendblatt schon gelesen? Alors dites-moi, pour le matin, a-t-il déjà connaissance de la victoire des Anglais? I've got to see the President. I come direct from London. I'm the chief reporter of the Times. Hier ist das Berliner Tageblatt, Auflage 835.000. Ich brauche morgen Originalbericht. Wie lebt Krüger in der Verbannung? Was sagt er zum Friedensschluss mit England? Was sagt er? Also zum letzten Mal, der gute Ruf unseres Hauses verbietet jede Belästigung unserer Gäste. Also kein Geschmuse. Mit dem werde ich mal Tacheles reden. Na also, wie ist es, Herr Direktor? Lassen Sie mich rauf zum Präsidenten. Es soll Ihr Schade nicht sein. Eine Hand wäscht die andere. 100 Franken. Dankeschön. Na also, ich hab's doch gewusst. Werden Sie dem Roten Kreuz übergeben. Sie machen so keinen Quatsch. Aber den Herrn Präsidenten können Sie trotzdem nicht sprechen. Wer sind denn die beiden? Kriminalpolizei. Ach, interessant. Die Schweiz will sich schützen, dass dem berühmten Gast nichts passiert. Ein Augenblick. Grüß Sie, Herr Professor. Was macht der hohe Patient? Hoffentlich geht alles gut. Es wäre sehr unangenehm für das Renommee von unserem Hotel, wenn etwas passieren würde. Ja nun, es ist eben ein komplizierter Fall. Wieder nur, Herr Professor. Sagen Sie, wer ist der Herr, der gerade aufgefahren ist? Sie kennen den nicht? Keine Ahnung. Das ist doch der Herr Professor Nageli von der Universität Zürich. Ach so. Der Herr Professor. Wo wollen Sie denn hin? Moment mal. Viel zu hell. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass jeder Lichtstrahl schädlich ist. Aber er spürt das Licht gar nicht mehr. Wann hat er das gesagt? Gestern. Gestern am Abend habe ich gedacht, es ging zum Ende. Der Puls? 35. Regelmäßig? Nein, Ausfall. Naja. Ich habe schon eine neue Stellung für Sie in Aussicht. 60-jährige Dame. Sehr wohlhabend. Uremie. Nächste Woche können Sie antreten. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Präsident. Erlauben Sie? Na, wie fühlen Sie sich heute? Zeitungen? Zeitungen sind Gift für Sie. Sie dürfen sich um nichts mehr kümmern, was in der Welt vorgeht. Hier ist das Berliner Tageblatt. Verzeihen Sie bitte, ich bleibe nicht lange. Herr Präsident, es ist mir eine große Ehre. Erlauben Sie, dass ich ein paar Fragen an Sie richte. Gänzlich ausgeschlossen. Was sagen Sie zur politischen Lage? Was sagen Sie? Dann wenigstens ein Foto, bitte. Darf die Folie ein bisschen aufziehen? Das geht nicht. Der Herr Präsident ist augenkrank. Augenkrank? Dann Blitzlicht. Danke sehr, Herr Präsident. Die Aufnahme wird eine Sensation. Auf Wiedersehen, Herr Präsident. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit von dem Menschen. Ja, der Befund ist gut, nur wie gesagt keine Aufregung. Also dann auf morgen, Herr Präsident. Auf Wiedersehen, Herr Präsident. Auf Wiedersehen, Schwester. Kommen wir dann morgen nicht mal wieder. Sind wir allein, Schwester? Ja, Herr Präsident. Ist es hell im Zimmer? Die Vorhänge sind zu. Ziehen Sie sie bitte auf. Scheint die Sonne? Ja, Herr Präsident. Ich spüre die Wärme auf der Haut. Lesen Sie mir jetzt bitte die Zeitungen vor.
Die Verhandlungen zwischen der königlich englischen Regierung und den Buren haben nunmehr zum Abschluss des Friedensvertrages geführt. Ganz Südafrika wird künftig ein Bestandteil des britischen Reiches sein. Die Buren verlieren somit ihre Selbstständigkeit, dafür aber tauschen sie einen gewaltigen Vorteil ein. Sie sind Engländer geworden. Weiter. So sind also endlich Trotz und Eigensinn dieses engstirnigen Volkes gebrochen und der Weg ist frei für ein friedliches, reiches Südafrika. Friedlich, reich und englisch. Die Anführer der Buren, Generale wie Politiker, sind von einem großmütigen Sieger begnadigt worden. Mit einer einzigen Ausnahme, das folgende ist nicht so wichtig. Ich weiß, ich bin die Ausnahme. Lesen Sie nur weiter. Dieser alte Mann, der in verbrecherischem Leichtsinn sein Volk in den Kampf hetzte und nun in der Schweiz ein bequemes Rentnerdasein in Luxus und Wohlleben führt, niemand, der sie kennt, wird das glauben. Die Welt vergisst rasch. Und wenn man eine Lüge immer wieder sagt, dann wird sie schließlich geglaubt. Als Sie das eben lasen, dachten Sie nicht auch, warum hat er sich nicht mit den Engländern verständigt? Warum haben Sie es nicht getan? Mit Engländern kann man sich nicht verständigen. Wissen Sie, dass meine Vorfahren 200 Jahre lang glücklich und zufrieden im Kaplande lebten? Dann kamen die Engländer und nahmen ihnen die Farmen weg. Da sagten sich unsere Väter, es kann nicht der Wille unseres Herrgotts sein, dass ein ganzes Volk in Sklaverei leben soll. Deshalb zogen wir tiefer in das Innere Afrikas und suchten neue Weiden und neues Land. Monate und Monate, Jahre um Jahre dauerte dieser Zug. Durch trostlose Wüsten, über unendliche Steppe. Das ewige Knarren der Räder war das Wiegenlied unserer Kinder. Im Sattel wuchsen unsere Knaben zu Männern heran. Kein Kampf, keine Mühsal entmutigten dieses Volk, das nur ein Ziel kannte, in Freiheit und Frieden zu leben. Jenseits des Flusses Waal fanden wir endlich die neue Heimat. Wir waren fleißig und der Segen des Herrn war mit uns. So entstand unser neues Vaterland Transvaal. Mit unserem Blut erkämpft, mit unserem Schweiß getränkt. Hier glaubten wir, in Frieden leben zu können. Aber dann kam der Engländer uns nach. Dieses Afrika. Muss es nicht die Fantasie eines Mannes verlocken? Diese unermesslichen, unerforschten Räume. Voller Rätsel. Ich liebe dieses Afrika, wie man eine Frau liebt. Einen Erdteil lieben? Was für eine absurde Idee. Sie träumen, mein lieber Rhodes. Liebe Flora, Frauen verstehen nicht, dass man ein Träumer sein muss, um ein Herrscher sein zu können. Sie sind kein Träumer. Sondern? Ein ganz gerissener Geschäftsmann. Weil ich weiß, dass die kühnsten Träume Wirklichkeit werden können. Lesen Sie das. Ich verstehe mich nicht auf Formeln. Dr. Jensen, bringen Sie doch bitte unsere Karte. Und erklären Sie, was diese Aufzeichnungen hier bedeuten. Es ist uns gelungen, die höchsten und reinsten Goldvorkommen der Erde zu finden. Hier in Südafrika? Ja, in Südafrika. Aber leider ist ein kleiner Schönheitsfehler an der Sache. Die Fundorte liegen nicht bei uns in der Kapkolonie, sondern auf burischem Gebiet. Die Karte bitte. Sehen Sie. Hier verläuft die Grenze. Und hier bei Johannesburg liegen die Goldfelder.
Haben Sie es erfasst, Flora? Vollkommen. England muss den Buren den Krieg erklären. Ich freue mich über Ihre rasche Auffassungsgabe. Aber so weit sind wir noch nicht. Was gedenken Sie zu unternehmen, Herr Dr. Jameson? Ich vermute, dass in diesen Grenzgebieten nächstens Unruhen ausbrechen werden. Wann reisen Sie? Morgen früh. Gewehre und Munition sind schon verpackt. Ich wünsche Ihnen guten Erfolg. Und was ist meine Aufgabe? Dein Schiff geht heute Abend. Du suchst in London sofort den Kolonialminister auf. Chamberlain? Ja, er muss mich unterstützen, damit ich das Gebiet ungestört ausbeuten kann. Ich lasse schon Ankäufe vornehmen. Gibst du mir einen Brief mit? Nein, nichts Schriftliches. Du sagst ihm ganz offen, dass es sich um die größten Goldvorkommen der Erde handelt und dass ich seine Unterstützung erwarte. Sobald Nachrichten eintreffen, dass in den Grenzgebieten Unruhen ausbrechen, muss er sofort eingreifen. Wann darf ich zurückkommen, Cecil? Es wird nicht lange dauern, bis ich am Ziele bin. Ich habe ja tüchtige Agenten. Ich habe dich, ich habe Jameson und ich habe die englischen Missionare. God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen. Manchester-Gewehr, einwandfrei englisches Fabrikat, Streifenlager, Drahtzugverschluss. Und solche Waffen geben Sie den Schwarzen in die Hände. Aufhängen müsste man sie. Ich protestiere gegen diese Freiheitsberaubung. Sie haben kein Recht, mich festzunehmen. Ich bin Engländer. Nehmen Sie mir sofort die Handschellen ab. Die bleiben dran. Mit Leuten Ihres Kalibers muss man sich vorsehen. Sie sind ein Spion? Ich protestiere. Es ist eine Unverschämtheit, mich zu fesseln. Schreien Sie nicht so. Ich schreie so viel ich will. Mit Ihnen habe ich nichts zu tun. Ich will den Präsidenten sprechen. Guten Morgen, Herr Präsident. Morgen, Reitz. Moin, Ohm Paul. Morgen. Morgen. Morgen, Vater. Kronje, was ist mit dem Mann? Verhaftet wegen Waffenschmuggel. Ich kann so viel Waffen mit mir führen, wie ich will. Unterbrechen Sie den Präsidenten nicht. Wo habt ihr ihn denn festgenommen? In der Johannesburger Gegendhalle. Wie viele Gewehre hat er bei sich? 200 und 30.000 Patronen. Das ist das Modell. So schöne Waffen können wir Buren uns nicht leisten. Sie scheinen nicht zu wissen, wen Sie vor sich haben. Wer sind Sie denn? Ich habe es schon ein Dutzend Mal gesagt. Engländer. Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt. Wenn einer in ein fremdes Land Waffen einschmuggeln will, dann kann er nur ein Engländer sein. Ich habe nicht gewusst, dass ich auf burischem Boden war. Oder halten Sie es für ausgeschlossen, dass man sich im afrikanischen Busch verirren kann? Es gehört zu den Vorrechten Ihrer Nation, schwach in der Geografie zu sein, wenn es sich um nicht englisches Gebiet handelt.
Fesseln abnehmen. Ich mache darauf aufmerksam, dass meine Verhaftung ungesetzlich war. Ungesetzlich? Warum denn? Diese Männer sind Zivilpersonen. Sie haben kein Recht, Verhaftungen vorzunehmen. Wir sind ein armes Land, wir können uns keine besondere Polizei leisten. Wenn es darauf ankommt, ist bei uns jeder Bürger Polizist oder Soldat. Hat er einen Pass bei sich? Hier. Sie heißen Dr. Jameson, Arzt und in Kapstadt ansässig. Was machen Sie denn hier in unserem Lande? Ich sagte Ihnen ja, dass ich mich verirrt habe. Also, ich empfehle Ihnen, ein bisschen gesprächiger zu werden. Ich habe nämlich noch andere Geschäfte und kann diese Unterredung mit Ihnen frühestens in 6 Wochen fortführen. Soll das heißen, dass Sie mich 6 Wochen lang an der Weiterreise hindern wollen? Ich will Sie einsperren lassen, Herr Doktor. Wissen Sie, wozu das führen wird? Zu einem bewaffneten Einschreiten Englands. Ach, da kommt ja der Kaffee. So, danke schön, Mutter. Na komm, Jaubert. Ich will Ihnen gern glauben, dass Sie sich verirrt haben, wenn Sie mir das Ziel Ihrer Reise sagen. Ich stehe im Dienste des Chefs der südafrikanischen Minenkompanie, des Herrn Cecil Rhodes. Er hat mich nach dem Norden geschickt, um dort Schürfungen vorzunehmen. Der Junge liegt wie gedruckt. Also wenn Sie mir jetzt noch erzählen, dass Sie die Waffen zum Schutz gegen die Eingeborenen brauchen, dann sage ich Ihnen, unsere Schwarzen sind harmlose Leute, wenn man sie nicht aufhetzt. Sie wollen doch nicht etwa behaupten! Ich behaupte gar nichts! Merken Sie sich das! Unser Gesetz stellt die Einfuhr von Waffen unter Staatskontrolle. Das wissen Sie genau. Sie haben die Waffen nicht angemeldet, also werden Sie beschlagnahmt. Sie selbst sind frei. Um Sie aber für den Verlust Ihrer Gewehre zu entschädigen, schenke ich Ihnen diese Karten hier. Sehen Sie, Herr Dr. James, dieses Gebiet hier, das gehört uns und nicht Ihnen. Sie machen sich zu viel Mühe, Herr Präsident. Ich kenne Südafrika genau. Umso mehr wundert es mich, dass Sie sich dann verirren konnten. Sie können gehen. Herr Dr. Jameson, grüßen Sie Ihren Chef, Cecil Rhodes, und sagen Sie ihm, wir Buren schlafen nicht. Er soll an Majuba denken. Da haben wir England schon mal geschlagen. Wir sind ein friedfertiges Volk. Aber wenn die Engländer uns zwingen, dann werden wir sie eben zum 2. Mal schlagen. Und Gott wird mit uns sein. Ich werde es wörtlich bestellen, Herr Krüger. Den Burschen hätte ich nicht laufen lassen. Ich hätte ihn festgesetzt. Wenn man eine Schildkröte erlegen will, muss man warten, bis sie den Kopf aus dem Panzer steckt. Dieser Jameson ist nicht der Kopf. Der Kopf heißt Cecil Rhodes. Der Präsident hat heute nur 1 Stunde Zeit. Ich bitte, dass jeder sein Anliegen schnell vorbringt. Wer ist an der Reihe? Ich! Guten Tag, Herr Paul. Ach, der Kolson. Wie geht's dir? Schlecht. Schlecht? Ja, wo fehlt's denn? Hm? Ich bin doch in meinem Distrikt Feldkornett. Ich weiß. Bist du mit den Bürgern, die zu deinem Kommando gehören, nicht zufrieden? Ach, das sind dumme Jungen. Warum? Lausejungen. Sie sagen, ich bin zu alt, das Kommando zu führen, wenn es wieder Krieg gibt. Eine Gemeinheit ist das. Wie alt bist du denn, Kolson? 82. 82. Schönes Alter. Tja, die Jugend, die muss auch mal an die Reihe kommen. Jugend? Mit den Lausejungen nehme ich's noch allemal auf. Wie alt sind denn die Lausejungen, die dein Kommando haben wollen? Na, so in deinem Alter. In meinem Alter, da hat man ein bisschen mehr Kraft in den Knochen, als wenn man 82 ist. So, mehr Kraft. Wollen wir sehen. Komm her, Paul. Komm.
Komm. Herr Colonel Colson, ich muss doch bitten zu bedenken, dass eine Audienz beim Staatsoberhaupt nicht dazu geeignet ist. Lass mal recht, dem will ich zeigen. Aber Herr Präsident... Herr Staatssekretär, Sie sind Schiedsrichter. General Jorbert, General Kronje, auf die Plätze als Sekundanten. Fertig? Ja. Los! Ey, verflucht. Raoul, Herr Präsident, Herr Präsident. Colson. Bravo. Colson, Colson. Paul. Paul geht dir schon der Atem aus. Colson! Um Gottes Willen, Herr Präsident. Nochmal. Paul. Einmal fest. Herr Präsident, noch einmal. Fest. Fast gesiegt. So, gesiegt. Und die Lausejungen von 50 bis 60 sagen, ich kann kein Kommando mehr führen. Ja, ist ja schon gut. Du kannst dein Kommando behalten. Wirklich? Danke dir, Paul. Und wenn's mal losgeht, auf mich kannst du dich verlassen. So ein Bursche. 82 Jahre, was? Aber von heute an wird das jeden Tag geübt. Mit mir? Ach, mit dir, mit einem von unseren Jungen. Einmal nach dem Frühstück und einmal vorm Zubettgehen. Wer ist denn jetzt dran? Der Abgeordnete Koch. Ach, der kommt mir gerade recht. Sie haben ihn hier bestellt. Es handelt sich um den Verkauf seiner Farm. Ja, lassen Sie das Schwein reinkommen. Er hat seine Frau auch mitgebracht. Ach, die Olsche auch? Traut sich wohl nicht alleine zu mir. Der Abgeordnete Koch und Frau. Ciao, Paul. Tag. Na, wie ist dir? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, deshalb habe ich dir auch vorgeladen, Kock. Ich habe da merkwürdige Sachen von dir gehört. Du willst deine Farm verkaufen? Kann doch mit meinem Eigentum machen, was ich will. Was man vom Vater geerbt hat, gibt man nicht her. Hast du denn kein Gefühl dafür? Es ist alles fertig. Wir haben das Geld schon in der Tasche und die Farm gehört uns nicht mehr. Ach, du bist daran schuld. Du hast ihm zugeredet, was? Ich war nur ein Werkzeug. Was warst du? Der Heilige Geist sagte mir. Sophie Koch sagte er, die Stunde ist gekommen, wo dir die Gnade des Herrn zuteil wird. Verkaufe alles, was dein ist. Mit dem Heiligen Geist mache ich grundsätzlich keine Geschäfte. Da fällt man immer rein. Wenn man den richtigen Glauben hat, nein. Wir haben sehr gut dabei verdient, nicht? Ich kann doch nicht hierher. Ich glaube, der Heilige Geist kam aus England und ist nicht nur deiner Alten im Traum erschienen, sondern hat sich auch mit dir persönlich unterhalten. Was, Koch? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Glotz mich nicht so dumm an, du weißt ganz genau, was ich meine. Gar nichts weiß ich. Na, da muss ich etwas deutlicher werden. Wer reist denn in der ganzen Johannesburger Gegend herum von Farm zu Farm und redet den Bauern zu, ihr Land herzugeben, hä? Wer denn? Der Abgeordnete Koch. Na, wenn du es weißt, warum fragst du mich denn noch? Und ich weiß auch, für wen du das tust, du scheinheiliger Hund. Und das Geld, das du für deine Farm bekommen hast, ist Judaslohn. Du ärgerst dich doch nur, weil du da unten keinen Besitz hast. Du wärst doch der Erste. Du bist doch genauso in deinem Gelde her wie die anderen. Aber verstellen kannst du dich besser. Jetzt aber raus! Hinaus! Ich gehe, wenn's dir passt! Den Abgeordneten! Jawohl! Wirst du schon zeigen! Ja, dem Volksrat mal erzählen, dass wir einen Präsidenten hier haben! Ja, dann kannst du dem Volksrat auch noch erzählen, dass sich der Präsident in den Arsch getreten hat! Und einen schönen Gruß an Heiligen Geist! So, jetzt weiß ich endlich Bescheid. Heute Morgen der Waffenschmuggel und jetzt diese Sache hier. Wissen Sie, für wen das Land da unten bei Johannesburg aufgekauft wird? Für Cecil Rhodes. Ach, ja. Und wo Cecil Rhodes seine Hand im Spiel hat, da riecht es nach Gold. Sie glauben? Ich glaube nicht, ich weiß es. Und ich kenne auch den Grund. Vor mehr als 50 Jahren, bei dem großen Treck, da habe ich als kleiner Junge da unten Gold gefunden. Hab's meinem Vater gebracht und der hat mich schwören lassen, nie darüber zu sprechen.
Mein Vater wusste warum. Jetzt haben die Engländer das Gold gefunden. Gott stehe uns bei. Schwere Zeiten werden für unser Land kommen. England wird nicht eher ruhen, als bis sie uns von unserem Grund und Boden vertrieben haben. Und was soll nun geschehen? Notieren Sie, dem Volksrat wird ein Gesetz vorgelegt. Ohne Genehmigung der Regierung darf kein Bauer sein Land an Ausländer verkaufen. Wenn nur nicht Vater plötzlich herauskommt. Nein, er hat noch immer Besuch. Und gerade ist wieder jemand hineingegangen. Meinst du, er hat wirklich keine Ahnung? Vater weiß natürlich, dass Jan auf dem Rückweg ist, aber dass er heute schon kommt, das ist eine große Überraschung für ihn. Ich bin nur gespannt, ob Jan der Kerl geblieben ist, der er war. Warum sollte er nicht? Naja, 3 Jahre England. Der Nächste, bitte. Die kommen! Die kommen! Jan! Ja, da bist du ja. Wie war denn die Reise? Na, wunderbar. Ja, und lauter kleine Krüger bringt ihr aus England mit. Ja, da ist hier die kleine Pia. Ja, und hier der Stefan. Tag, Elisabeth. Antje. Mein Junge. Peter. Der Herr segne euren Eingang. Was ist Stefan? Sagt der Großmama schönen guten Tag. Tag, Großmama. Sieh hier, mein Tommy. How do you do, Mr. Krüger? I hope you bring a little bit of civilization in unsere schlichte Hütte. Und dein Vater? Ach, der weiß noch nicht. Wir wollen ihn doch überraschen. Komm. Komm. Ist noch jemand draußen? Nein, das war der Letzte. Na, Gott sei Dank. Arbeiten Sie den Gesetzentwurf sofort aus, Reiz. Ich will ihn dem Volksrat so schnell wie möglich vorlegen. Wer ist da? Herein. Guten Morgen, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, kennen Sie diesen Bürger? Vielleicht eines Ihrer Enkelkinder, Herr Präsident? Nein, meine 43 Enkelkinder kenne ich alle. Verzeihen Sie, mein Herr, wie heißen Sie denn? Stefan Krüger. Na, Herr Staatssekretär, der Bürger Stefan Krüger, Nummer 44. Woher kommen Sie denn, Herr Krüger? Aus London. Aus London. Und deine Eltern hast du nicht mitgebracht? Ach, da kommt ja noch ein Enkel. Nummer 45. Na komm, Mutter, gib mir den kleinen Scheißer mal her. Ja, 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 ja. Ja, ein kräftiges Kind, was? Ein schönes Kind. Ganz der Großvater. Ja, ja, aber Kinder, ich glaube, die Fräulein Krüger hat uns aus London etwas mitgebracht. Ja, ja. Legst du mal trocken, ja? So, und du lass mich mal mit Jan allein. Komm, Petra, wir sehen uns ja bei Tisch. Komm, Kinder, komm, lass mich allein mit dem Jan. Der Herr segne deinen Eingang. Ich freue mich, Jan, dass du wieder zu Hause bist. Ich auch, Vater. Wirklich? Selbstverständlich freue ich mich. Ja, dann ist ja gut. Na komm, dann wollen wir uns mal unsere Pfeifen stopfen. Na, nur erzähl mal, wie ist dir es denn ergangen da drüben?
Danke, ausgezeichnet. Setz dich doch. Vielen Dank. Du erlaubst. Na, unser Tabak schmeckt dir wohl nicht mehr. Doch, natürlich. Ich muss mich nur erst wieder daran gewöhnen. Wie geht es dir denn gesundheitlich, Vater? Bist du zufrieden? Ach Gott, ja. Bis auf die Augen, die wollen nicht mehr so stimmen, wenn ein alter Jäger sowas von sich sagt. Aber ist ja halb so wichtig. Die Hauptsache ist, du bist wieder da. Zu Hause. Nur erzähl mir mal von Oxford. Deine Examen hast du alle bestanden. Ja. Ich glaube, ich bin der erste burische Bürger, der in allen Fragen des Völkerrechts fit ist. Ja, Geld hat ja auch genug gekostet. Aber wir brauchen studierte Köpfe, die diesen englischen Rechtsverdrehern gewachsen sind. Warum nennst du die Engländer Rechtsverdreher? Weil sie welche sind. Ich habe mein Lebtag eine Katze genannt. Mir gegenüber haben sich die Engländer immer äußerst korrekt benommen. So? Na, dann bist du wohl so ziemlich der einzige Bur, der sowas von sich sagen kann. Wie denkst du dir eigentlich deine Zukunft, Jan? Ich hatte gehofft, du würdest mal mein Staatssekretär werden. Ich dachte sogar mein Nachfolger. Aber mir scheint, es lockt dich nicht, Präsident der Buren zu werden. Es lockt mich schon, aber von deinem Nachfolger zu sprechen ist doch wohl reichlich verfrüht. Ein guter Hausvater bestellt das Seine bei Zeiten. Keiner weiß, wann Gott ihn abberuft. Aber es wäre mir eine große Beruhigung, wenn ich wüsste, wem ich mein Amt hinterlasse. Was meinst du, ja? Herr Präsident, der Gesetzentwurf. Danke, Reitz. Hier kannst du gleich mal zeigen, was du gelernt hast. Verbot, burischen Boden an Ausländer zu verkaufen. Ein solches Verbot dürfte sich wohl nicht durchführen lassen. Wieso nicht? Eine solche Einschränkung widerspricht der internationalen Rechtsauffassung. Internationale Rechtsauffassung, darauf pfeife ich. Das dürfte dir wenig helfen, Vater. Wenn ich das Geld dazu habe, kann ich mir Grund und Boden kaufen, wo es mir beliebt. Das heißt, die Engländer können morgen unser ganzes Land kaufen. Theoretisch ja. Und eines Tages wachen wir auf und haben eine englische Regierung. Das habe ich nicht behauptet. Aber theoretisch wäre es durchaus möglich. Aber praktisch nicht. Solange ich lebe, nicht. Es handelt sich doch nur um das Grundsätzliche, Vater. Ach was, das Grundsätzliche gilt für mich nur, wenn es uns Buren angeht. Natürlich, Vater. Aber wenn die Nationen in Frieden nebeneinander leben wollen, so müssen sie doch versuchen, ihre Rechtszustände, ihre Gesetze und Anschauungen einander anzugleichen. Womöglich nach englischem Vorbild. Warum nicht? Warum nicht? Weil das gleichbedeutend wäre mit unserem Untergang. Aber nicht doch, Vater. Das britische Reich wird regiert im Zeichen des Fortschritts. Wer ihm angehört, lebt in Frieden und Wohlstand. Ja, in Frieden und Wohlstand. Das haben wir gemerkt damals, als uns die britische Habgier von unserem Grund und Boden vertrieb. Herrgott, vergiss doch diese alten Geschichten. Nein, niemals ein Lump, der das vergisst. Und darum dieser Gesetzentwurf. Der ist ein Fehler. Unsere ganze englandfeindliche Politik ist ein Fehler, das sage ich dir. Hier scheint ja England sehr am Herzen zu liegen. Du tust mir Unrecht. Ich liebe mein Vaterland genau wie du. Aber ich war eben draußen. Da bekommt man einen weiteren Horizont. Und verliert dafür das Nächstliegende aus den Augen. Du verkennst mich, Vater. Im Gegenteil. Jetzt lerne ich dich erst kennen. Dafür habe ich dich nach England geschickt, dass du mir wiederkommst als ein Fremder. Du bist ja verengländert. Das darfst du nicht sagen, Vater. Was darf ich nicht? Kannst du die Wahrheit nicht hören? Sieh dich doch an. Sieht so ein Bur aus? England, England. Jedes dritte Wort England. England ist unser Feind. Unser unerbittlicher Feind. Wer mit England paktiert, liefert sich England aus. Aber solange ich lebe, wird das nicht geschehen. Das schwöre ich dir. So wahr mir Gott helfe. Tut mir sehr leid, Vater. Es war Unrecht von mir, dich so aufzuregen. Ah, schon gut. Aber wir müssen doch darüber sprechen. Glaube ich auch. Verzeihung, Herr Präsident, wenn ich störe, aber eine sehr wichtige Nachricht. Warum, Paul?
Red, was gibt's? Ein Negeraufstand. In der Johannesburger Gegend ist der Horizont rot von Feuersbrünsten. Wo sagst du? Bei Johannesburg. Es sind Lobbenguelas Leute. Aha. Hast das deine Freunde, die Engländer. Was haben die Engländer damit zu tun? Na klar, dass England dahinter steckt. Lobbenguela war einer unserer zuverlässigsten Häuptlinge. Weißt du, wo er sein Lager hat? Ja, der ganze Busch dröhnt von Trommeln. Sie halten ihre Kriegstänze. Paul! Wo sollen Sie tun? Wo sollen wir tun? Kapelle! Kapelle! Flora! 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 Oh, Paul. Lobbenguela. Ich habe mit dir zu sprechen. Wie lange kennen wir uns schon? Falsch. Zählen hast du noch immer nicht gelernt. Du hast überhaupt noch nichts gelernt. Auch ein guter Christ bist du noch nicht geworden. Christen stehlen kein Vieh und verbrennen nicht das Haus des weißen Mannes. Lobbenguela, kein Christ mehr. So. Was bist du denn? Engländer. Ach, ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Ach, und ein Engländer, der hat dir auch die Affenjacke da geschenkt, die du anhast, was? Ja. Was hat er dir denn noch geschenkt? Da. Weiße Mutter. Ich werde der Mutter sagen, Lobbenguela lügt. Und Paul kennt Weiße Mutter? Ja, Weiße Mutter schreibt mir jeden Morgen einen Brief. No. Ja, Weiße Mutter hat mir auch geschrieben, dass sie dir Gewehre gegeben hat. Nein! Ja! Nein! Nein, 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 nein! Ja! Wer hat dir die Gewehre gegeben? Wer? Wer? Du schwarzes Ratenass. Ich lasse dir die Haut bei lebendigem Leibe abziehen und Trommeln damit bespannen, wenn du mir nicht augenblicklich sagst, wer dir die Gewehre gegeben hat. Also wer? Was heißt das? Was heißt das? Ach, ein Missionar hat dir die Gewehre gegeben. Ja. Lobbenguela, du wirst mir jetzt alle Gewehre abliefern, hörst du? Alle. Ja. Und dann werden wir wieder gute Freunde werden. Ja. Und Paul. So, nun komm, wir gehen hinaus. Ich werde zu deinen Leuten sprechen. Nein, nicht jetzt hingehen. Schwarzer Mann zerbild. Ja, das macht nichts. Komm nur, komm. Humula! Katowicu, Omusro, Mokanawaka, Kosi Krügere, Otile Ho, Bolela Lalena, Kohoyane. Und Paul, Appelle! Pachavani, Josi Lobbenguela, Unale Bonolo, Kemoncane Waka. Toi, e fedile. Requiem Morena! Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Chamberlain, hat meine Regierung die Absicht, in Südafrika andere Verhältnisse zu schaffen.
Das heißt also eine Auseinandersetzung mit den Buren. Können wir denn das verantworten? England ist von der Vorsehung dazu berufen, die Erziehung der kleinen und rückständigen Völker zu übernehmen. Ich darf Eure Majestät daran erinnern, dass dies ein alter und bewährter Grundsatz unserer Politik ist. Sind denn diese Buren so rückständig? Es ist unvorstellbar, wie tief der Kulturzustand dieses Volkes ist. Wie äußert sich das? Sie wehren sich gegen das größte Glück, das es für Menschen unserer Zeit geben kann, Untertanen Eurer Majestät zu sein. So. Sie wehren sich? Sie sagen, dass Sie lieber sterben wollen, als Engländer werden. Wundern Sie sich darüber, Chamberlain? Offen gestanden, ja. Diese Buren... Braun, mich friert zum Kamin. Diese Buren haben zu viele Freunde. Die Franzosen, die Holländer, die Deutschen. Ihre Engländer haben keine Freunde in der Welt. Sie halten uns für Räuber. Sind wir Räuber, Chamberlain? Ich darf Eure Majestät darauf aufmerksam machen, dass kein anderes Volk so fromm ist wie das englische. Ich habe gehört, dass die Buren auch Trommelleute sind. Aber nicht in der richtigen Form. Woraus schließen Sie das? Sie sind arm und klein geblieben. Arm. Meine Medizin. Wovon leben denn diese Leute? Von Viehzucht und Ackerbau. Sie sind sehr bedürfnislos. Und deshalb glauben Sie, dass wir den ganzen burischen Staat uns einfach nehmen können? Es ist unsere Pflicht, das zu tun. Ach, Chamberlain, wir haben genug Ärger in Indien. Aber Indien ist reich. Was sollen wir uns mit diesen armen, schmutzigen Bauern da unten in Afrika herumquälen? Im Lande der Buren ist Gold gefunden worden. Gold? Ja, warum sagen Sie das jetzt? Das ist natürlich wichtig. Das ändert die Situation. Woher wissen Sie von dem Gold? Ich habe einen Geheimbericht von Cecil Rhodes. Rhodes? Das ist der Abenteurer in Südafrika. Eine dunkle Gestalt, Chamberlain. Der Mann soll einen schlechten Ruf haben. Die Männer, die England groß machten, hatten immer einen schlechten Ruf. Viel Gold, sagen Sie? Sehr viel Gold, Majestät. So viel, dass wir unendlich reich sein werden. Wenn bei den Buren Gold zu finden ist, dann gehört das Land uns. Das ist wahr. Ich danke Eurer Majestät für dieses Wort. Nur der Engländer ist in der Lage, Reichtum zu ertragen, ohne gottlos zu werden. Ich darf also die Zustimmung Eurer Majestät zu den von der Regierung vorgesehenen Maßnahmen als gegeben ansehen? Was für Maßnahmen? Braun? Bitte. An den Grenzen des burischen Staates sind Unruhen ausgebrochen. Sie haben viele englische Missionare hingeschickt. Es ist bekannt, dass die englische Mission überall in der Welt mit Erfolg arbeitet. Haben die Missionare auch genügend Munition und Gewehre bekommen? Davon ist Eure Majestät Regierung nichts bekannt. Nichts bekannt. Nichts bekannt. Was kann man sich denn mit diesen Buren nicht in Güte einigen? Das halte ich für ausgeschlossen. Aber eine Einigungsformel lässt sich doch leicht finden. Die Buren übergeben uns das Gold und wir übernehmen die Sorge für ihren Staat. Ja, aber mit Präsident Krüger kann man nicht verhandeln. Warum nicht? Er ist kein Gentleman. Woraus schließen Sie das? Er ist misstrauisch gegen uns. Hat der Mann nicht recht, Chamberlain? Aber mit einem Menschen, der an unseren Versprechungen zweifelt, kann man doch nicht verhandeln. Ich verstehe. Herr Krüger ist Ihnen zu schlau. Ich muss allerdings gestehen, dass unsere altbewährten Methoden nicht den geringsten Eindruck auf ihn machen. Bei einem Vertrag kommt es immer nur darauf an, wer der Benachteiligte ist.
Meine Regierung muss doch imstande sein, einen ungebildeten Bauern hinter das Licht zu führen. Ich will mein Möglichstes tun, aber der Krieg wäre einfacher. Verträge sind billiger als Kriege. Wer hält heutzutage noch einen Vertrag? Außerhalb Englands gibt es noch solche Leute. Laden Sie Krüger sofort ein. Nach London? Ja, natürlich. Sie sollen Ihren Krieg haben, meinetwegen, Chamberlain. Aber es wäre sehr wirkungsvoll, wenn Sie vorher den Präsidenten Krüger noch einmal zu Verhandlungen aufforderten. Damit beweisen wir der ganzen Welt unseren guten Willen. Krüger wird nicht kommen. Umso besser. Dann haben wir den Schein des Rechtes auf unserer Seite. Wenn du in London angekommen bist, dann musst du die Orden gut abreiben, damit sie schön glänzen. Das Tuch lege ich dir dazu, du musst das aber nicht vergessen, Frau. Nein, Mutter, nein. Sonst sagt die Königin von England, dass ich dich liederlich herumlaufen lasse. Ach, die Königin von England hat andere Sorgen. Ach, klatschen wird sie auch wie alle Frauen, aber auf mir bleibt es dann sitzen. Da fehlt doch einer. Na, lass ihn fehlen. Hoffentlich verleiht mir die Königin von England nicht noch einen Hosenbandorden. Wo trägt man denn den? Unter dem Knie. Und da muss man in kurzen Hosen rumlaufen mit seidenen Strümpfen. Und am linken Bein, da trägt man ein Strumpfband mit Diamanten. Das finde ich aber nicht schön. Na, jedes Land hat seine eigenen Dinge. Jan sagt, in London kannst du nicht ohne Regenschirm gehen. Ich habe dir einen gekauft. Aber Mutter, ich laufe in London doch genauso herum wie hier. Ja, aber wenn der Zylinder nass wird? Sag mal, wie viele Zylinder packst du mir eigentlich ein? Ich habe dir 2 neue gekauft. Also diese Reise nach London, die macht mich noch bankrott. Jetzt weiß ich, was fehlt. Deine Augenklappe. Ja, Mutter, ja, die vergiss nicht. Den Staatsetat nimmst du auch mit? Ja, sollen in London sehen, dass wir Kredit brauchen. Es freut mich, Vater, dass du dich entschlossen hast, mit England eine Verständigung zu suchen. Das hast du nicht erwartet. Offen gestanden, nein. Und jetzt denkst du wohl, dass du mich mit deinen Ansichten überzeugt hast. Ich denke, dass deine Klugheit stärker gewesen ist als dein Gefühl. Die größte Klugheit ist, seinem Gefühl nie untreu zu werden. Was willst du damit sagen? Du bist zwar ein Freund der Engländer geworden, aber du bist mein Sohn und du wirst schweigen. Das bedarf keiner Worte. Dann lass dir sagen, dieser Chamberlain hat geglaubt, dass ich absage. Aber ich halte ihm beim Wort. Ich komme und fahre mit der festen Überzeugung nach London, dass England seinen Vertrag nie halten wird, sondern uns bei der nächsten Gelegenheit überfällt. Auf diesem Wege kann ich dir nicht folgen. Was heißt das? Ich kenne die Engländer, sie halten ihre Verträge. Ich vertraue ihnen. So, du vertraust ihnen. Ja, mit solchen Ansichten kannst du ja wohl nicht mein Staatssekretär werden. Ich kann meine Überzeugung nicht meiner Karriere opfern. Gut. Und was wirst du jetzt tun? Ich gehe auf meine Farm. Da habe ich Arbeit genug. Tut mir leid, Jan. Ja, auch, Vater. Leb wohl. Und ihn! Nicht an! Als ihn! Achtung! Präsentit! Dieser Viehzüchter aus Südafrika benimmt sich aber großartig. Besser könnte ich's auch nicht. Wir werden mit ihm ein leichtes Spiel haben, König Johann.
Herr Präsident, es ist mir eine große Freude, dass Sie meiner und meiner Regierung Einladung gefolgt sind und die weite Reise über das Meer nicht gescheut haben. Ich hoffe mit meiner Regierung, dass das Ergebnis dieses Besuches in dem Abschluss eines Vertrages bestehen wird, der Frieden und Freundschaft zwischen unseren Völkern besiegelt. Es ist für mich eine angenehme Pflicht, Eurer Majestät für die liebenswürdige Einladung nach London zu danken. Ich bin ihr gerne gefolgt und die besten Wünsche meines Volkes begleiten mich. Mein Sohn, der Prinz von Wales. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nur Gutes, Herr Präsident. Na, sehr viel Amüsantes und Sympathisches. Darf ich Eure Majestät bitten? Herr Präsident? Glauben Sie wirklich, dass Krieger den Vertrag unterschreibt? Ich hoffe, König Johann. Ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen. Ich habe Menschenkenntnis. Sehen Sie sich den Mann einmal an. Der weiß genau, was er will. Der lässt sich nicht hineinlegen. Den Vertrag, den unser Chamberlain sich ausgedacht hat, unterschreibt er niemals. Das Gehen macht mir Mühe, Herr Präsident. Verzeihen Sie. Bitte, Herr Präsident. Sie sind nicht bei bester Gesundheit, Majestät. Wo fehlt's denn? Überall. Man sieht's an Ihren Augen. Bei meiner Frau ist genauso. Tja, wenn man alt wird, da fehlt's an allen Ecken. Meine Frau, die jammert auch immer. Paul, hier tut's mir weh, da tut's mir weh. Mutter, sage ich, wenn man an die 60 ist, muss man sich dran gewöhnen. Da ist das Beste weg. Zuerst kommt der Rheumatismus. Haben Sie auch darunter zu leiden? Leider, Herr Präsident. Wo steckt's denn? Rechts. Rechts. Na, rechts ist immer noch besser wie links. Ach, ich kenne das. Da oben, da fängt's an und das zieht da runter bis in den großen Zeh. Was tun Sie denn dagegen, Majestät? Meine Ärzte haben mir schon alle möglichen Pillen verordnet. Auch auf die Ärzte kann man sich ja nicht verlassen. Aber ich kenne ein Mittel zum Einreiben. Wollen wir eine Flasche davon schicken? Altes afrikanisches Mittel von den Medizinmännern der Schwarzen. Die wissen sehr viel. Ob es auch mir hilft? Bestimmt. Jeder alten Kaffernfrau hat's geholfen. Da oben, hinter dem Eckfenster, wird jetzt Weltgeschichte gemacht. Ja, die Königin bespricht mit Krüger einen Vertrag, der für England von größter Bedeutung ist. Dieser Krüger hat auf mich einen unauslöschlichen Eindruck gemacht. Wie ein sagenhafter Riese der Vorzeit wirkt er auf mich. Unser Chamberlain wird ihn schon aufs Kreuz legen. Herr Präsident, der Vertrag liegt zur Unterschrift bereit. Darf ich bitten? Herr Chamberlain, haben Sie sich das auch genauer überlegt? Das Kabinett Ihrer Majestät hat den Vertrag, so wie er hier liegt, gebilligt. Na, das ist ja alles in Ordnung. Dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Die Regierung Ihrer Majestät ist glücklich, mit dieser Unterschrift zu einem Freundschaftsverhältnis zu dem burischen Staat zu gelangen.
Hauptsache bei solchem Vertrag ist, dass er auch gehalten wird. Ist es dem Krüger gelungen, die alte Schraube hineinzulegen? Ich möchte Sie bitten, von unserer hochverehrten und geliebten Königin mit etwas mehr Respekt zu sprechen. Dieser Chamberlain ist doch der größte Esel, der mir je vorgekommen ist. Wissen Sie auch, dass Sie seit gestern ungezählte Millionen verloren haben? Ich habe damit gerechnet. Als Krüger in London den Vertrag unterzeichnete, ging er auf alles ein. Das Recht, Gold zu schürfen, gab er uns. Aber dann legte der alte Fuchs unverschämte Steuern und Abgaben auf die Goldgewinnung. Also mit anderen Worten, wir dürfen arbeiten und er streicht risikolos enorme Summen ein. Ich finde es großartig. Der Mann ist wunderbar. An seiner Stelle hätte ich es genauso gemacht. Das ist aber noch nicht alles. Lesen Sie das, Herr Rhodes. Die Einfuhr von Dynamit in das burische Staatsgebiet ist verboten. Krüger hat ein Monopol geschaffen. Wir sind dadurch gezwungen, das Dynamit, das wir zur Goldgewinnung brauchen, bei Ihrem wunderbaren Herrn Krüger selbst zu kaufen, und zwar 10-mal so teuer wie im freien Handel. Was sagen Sie dazu? Ein gutes Geschäft. Herr Krüger scheint immer an alles gedacht zu haben. Es ist eine unglaubliche Gaunerei. Lieber Jameson, Sie machen den Fehler, alles, was den eigenen Interessen dient, für gut zu halten und was den Interessen der anderen dient, für schlecht. Ich bin Engländer. Wollen Sie damit sagen, dass ich kein Engländer bin? Sie? Sie sind Kapitalist. Das ist doch dasselbe. Wer sein Kapital erhalten will, muss Englisch sein. Das ist ein uralter Grundsatz. Und dann muss man natürlich wissen, wo der Gegner sitzt. Meiner heißt jetzt Paul Krüger. Ein Gegner ist das? Und was für einer? Ja, lieber Doktor, ich bewundere ihn sogar. Es ist ihm gelungen, die besten Köpfe der englischen Regierung und auch unsere gute, alte, mit allen Wassern gewaschene Königin hineinzulegen. Das will etwas heißen. Ja, die haben ihn am grünen Tisch mit Kaffeehandschuhen gestreichelt, diesen Viehzüchter. Das werde ich anders machen. Sie werden gar nichts machen. Dieser Viehzüchter ist kein Gegner für Sie. An den reicht Ihre Weisheit nicht heran. Ich glaube, den werde ich mir selber vornehmen müssen. Diesen Paul Krüger. Und ich werde mit ihm fertig werden. Diesmal täuschen Sie sich. Den können Sie nicht bestechen. Jeder Mensch hat seine Taxe. Krüger ist natürlich nicht billig. Überlassen Sie ihn lieber mir. Haben. Sie wollen diesen Krüger stumm machen. Es geht schnell und das ist billig. Das Billige ist nie das Beste. Ich will keinen stummen Krüger, ich will einen Krüger, der redet. Der für mich und für England redet. Verzeihen Sie, aber Sie sind ein Phantast. Jedenfalls möchte ich den Fall Krüger nicht mit einem Attentat beginnen. Das bleibt uns ja immer noch. Mit dem Gold, das hier unter uns liegt, können wir ruhig großzügig sein. Ich möchte, dass wir uns erst einmal friedlich zeigen. Der Krieg ist unvermeidlich. Zu Dr. James! Wer ist denn das? Schon wieder dieser Volksratsabgeordnete. Der Kerl hängt an mir wie eine Klette. Nimmt er Geld? Natürlich. Dann sprechen Sie mit ihm. Sie sind sehr pünktlich, Herr Koch. Immer, Herr Doktor. Ich habe etwas sehr Wichtiges für Sie. Ist das nicht Herr Rhodes persönlich? Es ist meine große Ehre, Herr Rhodes, Sie endlich kennenzulernen. Es ist Ihnen wohl bekannt, dass ich im Volksrat fortschrittliche Gedanken vertrete. Ich bekämpfe Krüger bis aufs Messer den alten Gauner. Belastet es nicht Ihr Gewissen, in dieser Weise über Ihr Staatsoberhaupt zu sprechen? Wieso? Ich bin doch Abgeordneter. Ich glaube, Herr Rhodes wünscht nicht, dass dieses Gespräch fortgesetzt wird. So? Auch nicht, wenn ich Ihnen das zeige? Was haben Sie da? Eine genaue Aufstellung über alle Waffen- und Munitionsbestände unseres Landes. Fragen Sie ihn, wie viel das kostet. 3000 Pfund. Zu viel. Bitte nicht handeln, Doktor. Geben Sie ihm den Scheck. Wo liegt Ihr Scheckbuch? Dort. Unter der Bibel. 2 Millionen Pfund sind nicht nachzuweisen! 2 Millionen Volksvermögen sind verschwunden! Was tut die Regierung? Sie schweigt! Wo ist denn das Geld geblieben? Bürger! Schließt doch wenigstens die Fenster! Das Volk von Pretoria braucht nicht zu wissen, wie es bei uns im Volksrat zugeht. Das Volk von Pretoria
ist. Er soll wissen, dass es ausgebeutet und betrogen wird. Beweise! Beweise! Jawohl! Koch soll reden! Nein! Der Krüger soll reden! Jawohl! Ich erhalte auf meine Frage keine Antwort. Mir kann niemand beweisen, dass das hier mit rechten Dingen zugegangen ist. Es sind angeblich große Summen ausgegeben worden für Regierungsbauten in der Stadt Pretoria. Ich frage, wo stehen denn diese Bauten? Ich frage den Präsidenten als den Verantwortlichen und ich werde nicht aufhören, ihn zu fragen, bis uns Paul Krüger sagt, wohin das Geld gewandert ist. Und Paul, jetzt musst du aber antworten. Die Regierung muss es ablehnen, Herrn Koch Auskunft zu geben, da eine solche Erklärung nicht zweckdienlich wäre. Ich beantrage, zum nächsten Punkt der Tagesordnung überzugehen. Nein, so lassen wir uns nicht abspeisen. Wozu sind wir denn überhaupt noch da? Wollt ihr euch das gefallen lassen? Zum letzten Mal. Was ist mit dem Geld geschehen? Paul, du musst jetzt reden. Gut. Wenn Krüger sich weigert, dann will ich euch sagen, wo das Geld geblieben ist. Es ist gestohlen worden. Diebstahl! Warum redet denn Herr Krüger nicht? Der Präsident soll uns doch mal sagen, wie viel er auf seinem Bankkonto hat. Es stimmt hier was. Jawohl, hier stinkt es. Nach dem Gelde von Cecil Rhodes stinkt es. Und nach dem Dreckpfuhl Johannesburg. Jawohl, Koch, du bist gemeint. Man sollte dich wegen Hochverrats aufhängen lassen. Aber ich bin nicht dazu da, diesen Schweinestall auszumisten. Ich verzichte. Ich habe es satt. Schluss. Aus. Seht zu, wie ihr ohne mich fertig werdet. Krüger ist davongelaufen. Wo sind denn die 2 Millionen? Wo sind sie? Kennt ihr euch nicht? Habt ihr vergessen, was Paul Krüger für uns getan hat? Tag und Nacht hat er gearbeitet für unser Vaterland. Ja, wir hätten nicht einmal ein Vaterland ohne ihn. Und diesen Mann wagt ihr zum Schuldigen. Wie viel Schweigegeld hast du denn bekommen? Das will ich dir genau sagen. Die Sitzung ist geschlossen. Sie arbeiten sofort meine Rücktrittserklärung aus. Paul. Herr Präsident, Schreiben Sie. Ich will keine Zeit verlieren. gibt es denn keinen anderen Weg? Es bedeutet für Sie eine nicht tragbare Verletzung Ihrer Ehre, wenn Sie schweigen. Lassen Sie die großen Worte reiz. Für das Vaterland kann man auch mal seinen guten Ruf hergeben, wenn es nötig ist. Es ist schlecht von den Menschen, dass sie dich jetzt, wo du alt bist, beschimpfen und kränken. Lass sie reden, so viel sie wollen. Jetzt brauche ich mich über niemanden mehr zu ärgern. Und in dem Gehrock und in dem Zylinder, da brauche ich auch nicht mehr rumzulaufen. Ich kann dir da nicht hineinreden, denn ich verstehe nichts von deinen Sachen. Aber wie du es für richtig hältst, so wird es gut sein. Die Rücktrittserklärung. Ich danke Ihnen, Reitz, und leben Sie wohl. Sie sind mir immer ein guter Freund gewesen. Ich werde das nie vergessen. Wolltest du noch was sagen, Mutter? Gott wird wissen, warum er dir diese Prüfung geschickt hat. Ich danke dir für dieses Wort, Sanna. Es ist eine Prüfung. Meine letzte Amtshandlung. Verzeihung, Herr Präsident. Was haben Sie noch, Reitz? Unten ist jemand, der Sie sprechen will. Wer? Cecil Rhodes. Cecil Rhodes. Gerade heute. Merkwürdig. Lassen Sie ihn aufkommen.
Sie wundern sich wohl, dass ich Sie so plötzlich und unangemeldet aufsuche. Bei Ihnen wundere ich mich über nichts. Ich frage mich nur, was Sie wieder im Schilde führen. Ich habe Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Sie kommen zu spät, Herr Rhodes. Ich bin nicht mehr Präsident. Ich habe soeben meine Rücktrittserklärung unterschrieben. Ich hörte, dass Sie im Volksrat Ärger hatten. Wegen einer solchen Kleinigkeit werden Sie doch Ihr Lebenswerk nicht im Stich lassen. Ich hoffe im Gegenteil noch recht lange mit Ihnen rechnen zu können. Im Laufe des Lebens gewöhnt man sich an seine Feinde. Und manchmal ist es sogar möglich, dass man mit Ihnen zu einer Verständigung kommen kann. Sie machen mich wirklich neugierig. Nehmen Sie Platz, Herr Rhodes. Wir beide verfolgen das gleiche Ziel. Wir wollen ein großes, einiges Südafrika schaffen. Mit einem Unterschied. Sie wollen ein Südafrika unter englischer Herrschaft. Ich will seine Selbstständigkeit. Und ich will verhindern, dass das Gesetz des Krieges entscheidet. Es gibt nur einen Ausweg. Ein selbstständiges Land, in welchem Buren und Engländer friedlich zusammenleben. Das halten Sie für möglich? Ja, ich halte es für möglich in einem Südafrika, welches nicht durch Gewalt, sondern durch Klugheit entstanden ist. Wir müssen einen neuen Staat schaffen, in welchem sich Menschen zweier Nationen, Buren und Engländer, freiwillig zusammenschließen, so dass keiner den anderen unterdrücken kann. Wissen Sie, was eine solche Lösung für Ihre Nation bedeutet? Der Bur wird seine Sprache weitersprechen, er wird seine Kinder so erziehen, wie er es gewöhnt ist, und er wird keinen Hass mehr kennen gegen den Engländer. Und damit wird für ganz Südafrika eine neue Zeit der Blüte einsetzen. Sie sind ein gefährlicher Mensch. Ihr Gedanke ist schön. Wunderschön. Und ich wäre der Erste, der an seiner Verwirklichung mitarbeitete, wenn ich daran glauben könnte, dass Buren und Engländer jemals Freunde werden. Auch das ist möglich, wenn sich eine große Persönlichkeit findet, welche Buren und Engländer miteinander aussöhnen. Diese Persönlichkeit sind Sie. Ja, ich, Ihr alter Feind, trete ein für ein großes Südafrika, dessen Präsident Paul Krüger heißt. Mit anderen Worten, Sie wollen uns Buren annektieren und ich soll meinen Namen dazu hergeben. Halten Sie mich wirklich für so dumm, dass ich das nicht merke? Es würde an Ihnen liegen, sich Garantien geben zu lassen. Wir wollen doch mal ehrlich miteinander reden. Unser Gold wollt ihr haben. Darum geht's. Nur darum. Ich vergaß zu sagen, dass ich nicht nur an politische, sondern auch an persönliche Garantien gedacht habe. Was heißt das? Wer im englischen Weltreich an führender Stelle steht, hat auch persönlich die Nutznießung am Reichtum Englands. Ach, so ist das gemeint. Wir werden uns darüber verständigen. Sie verstehen es ausgezeichnet, mit großen Gedanken auch gute Geschäfte zu verbinden. Ich bin neugierig, was Sie mir bieten werden. Ich höre gern Zahlen. 2 Millionen Pfund. Mein lieber Herr Rhodes, wissen Sie, wie viele Kinder ich habe? Ich bedauere, über Ihre Familienverhältnisse nicht unterrichtet zu sein. 14. Dazu kommen noch 45 Enkel. Diese Zahl kann sich mit jedem Tage verändern. Mit meiner Frau und mit mir sind wir ungefähr 75 Personen. Sehr gesegnete Familienverhältnisse, denen man natürlich Rechnung tragen muss. Sagen wir 5 Millionen. Ich bewundere Ihre schnelle Auffassungsgabe, aber ich kann mich mit Ihrem Angebot noch nicht befreuen. Herr Präsident, Leute wie wir brauchen nicht zu handeln. Bitte füllen Sie den Scheck selbst aus. Unterschrieben ist er schon. Ich hätte Sie für klüger gehalten, Cecil Rhodes. Haben Sie wirklich geglaubt, dass man Paul Krüger kaufen kann? Alles ist käuflich. Aber nicht die Gesinnung. Es kommt doch nur auf den Preis an. Ich verbiete Ihnen, den Präsidenten eines geachteten, ehrlichen Volkes mit einem solchen Angebot zu beleidigen. Was ist das? Eine Liste derjenigen Mitglieder Ihres Parlaments, die von mir finanziell unterstützt werden. Andere prominente Persönlichkeiten Ihres Landes sind nicht so zurückhaltend wie Sie. Ich sehe, Sie verstehen es, ein Volk zu durchseuchen mit Ihrer Korruption. Es wird höchste Zeit, dass reiner Tisch gemacht wird.
Also reden Sie jetzt ohne Umschweife. Ganz offen. Bitte, wie Sie wünschen. England duldet nicht mehr länger, dass Sie uns erschweren, hier Gold zu graben. Sie wissen, dass wir an Ihren Grenzen Truppen zusammenziehen. Ich weiß, was uns bevorsteht. Aber glauben Sie vielleicht, dass ich geschlafen habe? Glauben Sie, ich habe nicht gewusst, dass diese Stunde einmal kommen wird? Glauben Sie, dass ich jemals erwartet habe, dass ihr uns den Vertrag haltet? Das wäre ja zum ersten Mal in der englischen Geschichte gewesen. Aber ich habe vorgesorgt, Herr Rhodes. Ich habe für 2 Millionen Pfund Waffen und Munition gekauft. Ich wollte die Stunde der Entscheidung hinausschieben, so lange wie möglich. Jetzt ist sie da. Ich bleibe Präsident. Ich werde mein Volk in diesen Kampf führen. Und jeder einzelne Mann meines Volkes wird ein Held sein. Hergerufen, ein ganzes Volk ist gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass wir so stark sind. Die ganze Welt steht hinter uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts. Und Gott wird mit uns sein. Ja, das wird er, Paul. Also, hast du deine Lausejungs beisammen? Alles in Ordnung, Generalkommandant. Meine Lausejungen und ich sind abmarschbereit. Na dann, Gott befohlen, Colson. Ich verlasse mich auf dich. Das kannst du, Paul. Herr Präsident. Was gibt's, Rats? Es sind noch so viel wichtige Unterschriften zu leisten. Marschbefehle, Telegramme, der Aufruf. Wie spät ist es? 11:05 Uhr. Wo ist mein Vater? Jan! Ja, da bist du ja auch. Mit wem reitest du? Ich muss den Vater sprechen. Gut, ich warte so lange auf dich. Beeil dich!
Du gehst auch mit in den Krieg? Ja, natürlich. Ich bin so glücklich. Ihr seid alle wahnsinnig geworden. Vater, ich muss dich sprechen. Ich habe keine Zeit. Du hast doch sonst für jeden Zeit. Das ist jetzt anders. Zeit verlieren heißt den Krieg verlieren. Aber der Krieg ist doch noch nicht erklärt. Da liegt die Kriegserklärung. Du musst mich anhören, Vater. Wie viel Zeit habe ich Reiz? Um 11:15 Uhr kommt der Vorsitzende der Minenkammer. Also gut, 10 Minuten. Was willst du? Ich bitte dich in letzter Stunde, verhindere diesen Krieg. Er bedeutet den Untergang aller unserer Freiheiten. Wir wollen keine Freiheiten, wir wollen die Freiheit. Die englische Armee. Die haben wir bei Majuba kennengelernt. England kann Soldaten schicken, so viel es will. Aber wir werden verbluten. Wir sind ein kleines Volk, wir sind noch keine Nation. Wir werden auch nie eine werden, wenn alle Leute so denken wie du. Ihr wollt mich heute nicht anhören. Und trotzdem sage ich euch, es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen den ganzen Goldbezirk freiwillig abtreten. Abtreten, den ganzen Goldbezirk? Freiwillig? Ja. Die Engländer werden uns nicht eher in Ruhe lassen, bis sie die Goldminen in ihren Besitz gebracht haben. Dann gehst du zur Truppe. Nun? Ich bin Pazifist. Was heißt das, Pazifist? Ich habe während meiner Studienzeit unter Gleichgesinnten einen Eid abgelegt, mich an keinem Krieg mit den Waffen zu beteiligen. So, das heißt also Pazifist. Zu Hause hocken, während die anderen kämpfen. Das hast du in England gelernt. Ich habe in Oxford vaterländische Geschichte studiert. Geschichte studiert man nicht. Geschichte macht man, wenn man ein echter Krieger ist. Aber das bist du ja nicht. Du feiger Drückeberger, du. Du willst mich nicht verstehen. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Entweder der Engländer oder wir. Man kann sich doch verständigen. Die Verständigung mit England heißt, gebt eure Freiheit auf, werdet englische Sklaven. Und warum werden wir nicht Engländer? Was sagst du da? Lieber in Unfreiheit leben, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Vater, das ist die Antwort, die dieser Präsident Krüger zu geben hat. Und jetzt los! Hinaus! Ich will dich nicht mehr sehen. Rechts! Rechts werfen Sie den Lumpen auf! Mein Tropf. Du musst hinauskommen. Sie wollen dich sehen. Wer will mich sehen? Alle deine Buren. Meine Buren? Schau, du musst jetzt hinauskommen. Sie stören dir sonst das Haus. Komm, komm. Lassen Ihre besten Regimenter zum Sturm antreten. Auf 100 Schritt herankommen lassen, Feuerbefehl abwarten. 100 Schritt herankommen lassen, Feuerbefehl abwarten. Verflucht nochmal. Wo
stecken denn diese Bauern? Warum schießen die denn nicht? Genau dahin, wo wir sie haben wollen. Jetzt kommen wir dran. Attackes!
allmächtiger Gott. Groß war die Zahl unserer Feinde und klein unsere Streitmacht. Aber wir wussten, dass unsere Sache gerecht war. Denn wir kämpften für das Höchste, für die Freiheit und für das Vaterland. Deshalb hast du uns den Sieg geschenkt. Wir danken dir. Amen. Meine Herren, 1 Jahr dauert der Krieg und nichts als Niederlagen und Rückzüge. Das Kabinett hat sich daher entschlossen, den bisherigen Oberbefehlshaber Sir Colley zurückzurufen und General Kitchener mit der Führung in Südafrika zu betrauen. Ich bitte Sie, General Kitchener, Ihren Plan für uns zu entwickeln. Der entscheidende Fehler meiner Vorgänger war, dass sie sich an gewisse militärische Prinzipien klammerten, die vielleicht für normale Verhältnisse taugen, in Afrika aber fehl am Platze sind. Dieser Krieg ist ein Kolonialkrieg, meine Herren. Er muss infolgedessen mit kolonialen Methoden durchgefochten werden. Was heißt das? Das heißt, Schluss mit der Humanitätsduselei. Das heißt, man muss diese Buren da treffen, wo sie allein verletzlich sind. Ihre Farmen müssen verbrannt, ihre Weiber und Kinder müssen von den Männern getrennt und in Konzentrationslager gesteckt werden. Von heute ab sind alle Buren ohne Ausnahme vogelfrei. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Militär und Zivil. Jan, wie glücklich könnten wir sein, wenn Frieden wäre. Was geht uns der Krieg an? Ich will davon nichts wissen. Es ist aber Krieg. Für mich nicht. Man kann doch nicht einfach beiseite stehen und tun, als ob einem das alles nichts anginge. Doch, ich muss beiseite stehen, weil ich in diesem Lande anscheinend der Einzige bin, der einen klaren Kopf behalten hat. Aber wenn wir geschlagen sind, und wir werden geschlagen, dann kommt meine Stunde. Dann bin ich der Einzige, der dem Engländer gegenüber für sein Volk eintreten kann. Was willst du als Einzelner erreichen? Der Engländer ist großzügig und weitblickend. Ihm liegt nichts an einem unterdrückten Volk, sondern nur an einem Volk, das sich gleichberechtigt einordnet in den Bund der großen englischen Völkerfamilie. Aufmachen! 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 Los! Engländer! Um Gottes Willen, versteck dich! Wenn sie dich hier finden, nehmen sie dich gefangen. Warum? Ich bin doch kein Soldat. Wie viele Männer sind hier im Haus? Außer mir keiner, Sergeant. Und Sie bitte eintreten und sich überzeugen. Hier bleiben! Wie kommt es, dass Sie hier sind und nicht bei Ihrer Truppe? Ich beteilige mich nicht am Krieg. Wie wollen Sie das beweisen? Sie können Ihren Revolver ruhig einstecken. Ich bin ein Freund Englands. Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? Oder wünschen Sie Whisky? Wein. Bringen Sie mit, Madame. Auf einen baldigen Frieden, Sergeant. Wenn Sie ein Freund Englands sind, dann werden Sie mir sagen, ob Buren hier gewesen sind. Wir suchen nämlich den schwarzen Christian. Wen? General de Wet. Seit Monaten ist niemand hier in dieser Gegend gewesen. So? Also, ich nehme Ihre Einladung an. Pferde tränken, Wachen aufstellen. Nimm dich zusammen. Na? Wo bleibt denn der Whisky? Ich werde ihn holen. Bitte,
Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ah, was ist denn? Du wirst doch keine Angst vor mir. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Mach doch kein Theater. Dein Mann hat doch die Situation erkannt. Er ist doch ein Freund Englands. Siehst du? So gefällst du mir. Jan! 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 Nein! Ah! Er ist tot. Versteck dich! Versteck dich! Und wir? Ich werde sagen, ich hab's gemacht. Nein. Geh doch! Schnell! Sie kommen, ich flehe dich an, geh, versteck dich! Zu spät. Christian de Wett. Ich habe diesen Hund erschlagen. Also doch ein Krüger. Ja. Ich will nicht länger abseits stehen. Lasst mich mit euch gehen, General. Ich werde nicht euer schlechtester Mann sein. Ein Krüger. Wenn du als einfacher Soldat... Das will ich. Schlagt ein, General. Ich reite mit euch. Kurz, lang, kurz. Lang. Kurz, lang. Hast du? Ja. Gib durch. Verstanden. Kurz, lang, kurz. Die Meldung muss sofort zu Kronje. Verbindung mit dem Hauptquartier. Gott sei Dank. Der Präsident an Kommandant Kronje. Greift sofort an. Unter allen Umständen durchbrechen. Durchbrechen? Wie denkt er sich das? Durchbrechen mit Frauen und Kindern? Es geht noch weiter. Verlangt vorher freien Abzug für Frauen und Kinder. Darauf geht jetzt noch nie ein. Schicken Sie mich als Parlamentär. Gut. Versuch es. Haben Sie gehört, meine Herren? Die Herren Buren sind mit der ganzen Verwandtschaft ins Feld gezogen. Mit Weibern und Kindern. Habe ich nicht gesagt, es sind Eingeborene? Nicht anders als Zulu, Kaffern und Inder? Aber wir wollen großzügig sein. Man wirft mir immer vor, ich sei nicht human. Ich will Ihnen das Gegenteil beweisen. Ich bin human. Wir werden dem Wunsche des Kommandanten Kronje entsprechen. Er soll seine Kebsen und Köchinnen zu uns herüberschicken. Wir werden sie in unsere Obhut nehmen. Sei doch still! Du hättest doch wissen müssen, was kommt! Woher sollte ich denn das wissen? Von deinem Freund Tirol! Halt doch den Mund! Wenn das jemand hört! Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? General Botha hat die Bahn nicht halten können. Sie ist in der Hand der Engländer. Johannesburg ist gefallen. Pretoria brennt. Wir selber auf der Flucht. Das ist die Lage. Holt Herzog. Er steht nordwestlich von Pretoria. Abteilung Herzog ist aufgerieben.
Und Krutzinger? Zersprengt. Elof? In Oranje abgeschnitten. Bleibt also nur Kronje. Mit Kronje steht und fällt alles. Kronje wurde heute von den Engländern gefangen genommen. Er war seit Wochen eingeschlossen, mit seinem ganzen Tross. Die Frauen und Kinder waren am Verhungern. Kronje bat Kitchener um freien Abzug für sie. Er wurde gewährt. Die englischen Vorposten nahmen sie in Empfang. Aber als Kronje am nächsten Morgen die englischen Linien zu durchbrechen versuchte, da standen ihm keine englischen Soldaten gegenüber. Wer denn? Unsere eigenen Frauen und Kinder in langen Reihen. Und hinter ihnen versteckten sich die englischen Soldaten und benutzten sie als Schutzwall, als Kugelfang. Die Frauen schrien, schieß, Kronje, schieß! Nimm keine Rücksicht auf uns! Gib Feuer, Kronje! Da hat er die weiße Fahne gehisst und kapituliert. Doktor! Doktor! Ich sehe nichts mehr. Aber nein, nein. Ich kann nicht mehr erkennen. Nicht doch, Herr Präsident. Ich darf nicht blind sein. Ich darf nicht blind sein! Die Lehre mit Kronje hat uns den Rest gegeben. Es gibt keinen Ausweg mehr. Wir müssen Schluss machen. Was heißt das, Schluss machen? Der Präsident muss England um Frieden bitten. Das tut Rumpauer nie. Der Krieg geht weiter. Wir sind geschlagen. Wir haben keine Wahl mehr. Dann gehen wir eben zugrunde. Aber England um Frieden bitten? Nie. Niemals. Halt! Wer da? Wer weg? Dann Krüger? Wo ist mein Vater? Ihr Vater ist krank. Ich muss ihn sprechen. Der wird, weißt du schon. Alles. Doktor, wie geht's meinem Vater? Gehen Sie nicht zu ihm. Er hat strengsten Befehl gegeben, ihn allein zu lassen. Jede Aufregung ist Gift für ihn. Ich muss zu ihm. Wer ist da? Ich will allein sein. Wer bist du? Vater. Kennst du mich denn nicht? Patron, ich denke, du bist Pazifist. Das war ich. Jetzt bin ich ein Reiter der Wetz. Der Wett nimmt nur die Besten. Ich freue mich, dass du kein Feigling bist. Komm. Komm. Lass dich ansehen. Ich kann dein Gesicht nicht sehen. Nur einen grauen Fleck. Ich kann gar nichts erkennen. Das wird wieder besser werden, Vater. Der Doktor sagt, du darfst dich nur nicht aufregen. Der kluge Doktor. Der Wind soll nicht wehen, der Vogel nicht fliegen. Der Präsident Krüger soll sich nicht aufregen.
weißt, wie es steht? Ja, Vater. Was hältst du von der Lage? Du musst nach Europa, Vater. Es gibt keine andere Rettung mehr für uns. Du musst nach Holland gehen, nach Deutschland, nach Frankreich. Man bringt uns überall so viel Sympathie entgegen. Sympathie? Was kostet der Zentner davon? Kannst du Kanonen dafür kaufen? Oder einen Sack Bohnen oder ein Kilo Chinin? Sympathie, lass mich mit dem Unsinn zufrieden. Aber du hast keine Wahl mehr. Wenn uns die anderen Mächte nicht helfen, sind wir verloren. Ich lasse mein Volk nicht allein in der tiefsten Not. Aber es geschieht doch nur für dein Volk. Bring ihm das Opfer. Du musst es ihm bringen, Vater. Aber ich bin ja fast blind. Sieh mich doch an. Was soll denn ein alter, halbblinder Bauer an den Höfen Europas? Du bist doch von allen Regenten der ehrwürdigste. Und deine Augen, wenn nur dein Mund erzählen kann, was deine Augen sahen, bevor sie blind wurden, dann muss man dich hören. Dann muss man dir helfen, Vater. Du hast schon so viel für deine Buren getan. Tu auch noch das Schwerste. Geh nach Europa und bitte dort für dein Volk. Glaubst du, dass es meine Pflicht ist? Ja, Vater. Pflicht. Meine Pflicht. Sanna, überleg dir es noch einmal. Willst du mitkommen? Ich muss bei den Kindern bleiben. Vielleicht werden wir uns nie wiedersehen. Ich weiß. Sanna, ich danke dir für alle Stunden der Freude und des Leides. Es war schön, mit dir zu sein. Ich weiß nicht, warum das alles über uns gekommen ist. Wir Menschen sind wohl zu dumm, um die Bedeutung zu erkennen. Das Leben mit dir war schön, Paulus. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, ob ich drüben sterbe und du hier. Meine Seele ist so mit deiner Seele zusammengewachsen, dass kein Raum uns trennt und keine Gewalt der Erde. Komm, führe mich. Ist der Zustand Ihrer Majestät wirklich so ernst? Die Ärzte sind wieder zu einem Konzilium zusammengetreten. Wie steht es? Der Zustand Ihrer Majestät ist hoffnungslos. Wir müssen stündlich mit Ihrem Ableben rechnen. Benachrichtigen Sie bitte sofort den Prinzen von Wales. Seine königliche Hoheit befinden sich in Paris. Wir vernichten durch ein Lächeln eure ganze Politik. Wir dagegen gegen die Überrückung der Musik. Doch in der Front gegen den Mann, das treten wir gemeinsam an. Das macht das Klima von Paris. Wir müssen die Welt zum Paradies. Wir müssen die Liebe zum Programm. Und jede Wahrheit, ständiger Mann. Ich weiß nicht, was wir gegen die Buren haben. Ich finde sie reizend. Namentlich die eine, links hinten die zweite. Die hat doch entzückende Beine. Ne? Die tapferen Buren wählen Farbe sehr viel Temperament. Für die schicken Fischmänner sind wir schöner und gemäß. Wir sind sehr viel raffinierter in der Haltung und im Tanz. Wir dagegen schlagen, Gott ist so elegant.
Spät, mein Sohn. Ich muss dir noch etwas sagen. Du sollst dich nicht anstrengen, Mama. Das schadet dir. Es ist aber wichtig. Dieser Krieg gegen die Buren, der muss schnell zu Ende gebracht werden. Verstehst du auch? Vollkommen, Mama. Er muss zu Ende gebracht werden. So oder so. Mit unserem Sieg. Ich habe solche Angst. Ich fühle Missionshass. Ich sehe etwas vor uns kommen. Etwas Furchtbares. Du musst sehr klug, sehr vorsichtig, mein Sohn. Du musst immer dafür sorgen, dass die Völker sich gegenseitig hassen. Denn an dem Tage, an dem sie aufhören, miteinander zu streiten, sind wir verloren. Ich habe so Angst. Engländer. Aufmachen! Vorwärts, aufmachen! Was wünschen Sie? Sind Männer anwesend? Nein. Mama, geht das Auto nicht? Geh, Stefan. Geh ins Bett. Du erkältest dich sonst. Das wird keinen Zweck haben, Madame. Keinen Zweck? Wir haben Zimmer genug. Ich denke doch, es handelt sich um Einquartierung. Leider nein. Ich habe Befehl, diese Farm abzublenden. Unser Haus? Das ist doch nicht möglich. Es ist mir peinlich, aber Befehl ist Befehl. Wir sind im Krieg. Ja, aber das ist doch unmenschlich. Das können Sie doch nicht tun. Es steht nicht in meiner Macht, Ausnahmen zu machen. Alle Farmen in diesem Distrikt werden zerstört. Befehl des Oberkommandierenden Kitchener. Es ist fatal, dass ich gerade hier anfangen muss, aber an die Arbeit! Um Gottes Willen! Ich gebe Ihnen noch 5 Minuten Zeit, bitte beeilen Sie sich. Ich habe heute Nacht noch 17 Farmen abzubrennen. Was soll denn aus uns werden? Darüber, meine Damen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden in ein Konzentrationslager gebracht. Kommen Sie mal ab, still! Lasst mich jetzt hier!
die Cola! Die ist gestern gestorben. Tot? Wieder eine Wochenration gespart. Dann geben Sie mir doch die Büchse. Gibt's nicht. Doch so schon eine gekriegt. Das soll reichen. Für mich und meine 4 Kinder eine Woche lang. Ausnahmen werden hier nicht gemacht. Weiter, weiter. Nein, nein, ich gehe hier nicht fort. Meine Kinder verhungern. Ja. Hast du nicht gehört? Weiter, weiter, weiter! Ah. Schämst du dich nicht? Warum soll ich mich schämen? Hast du keine Mutter gehabt? Ach was, weiter, weiter! Der Kistler wird euch schon klein kriegen! Na, Lady! Tempo, 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 Tempo! Die burischen Frauen erklären feierlich vor aller Welt, dass die Nachrichten über ihre Behandlung in den englischen Konzentrationslagern böswillig erfunden sind. Die burischen Frauen verurteilen den sinnlosen Kampf, den ihre Männer, verblendet von falsch verstandener Freiheitsliebe, noch immer führen, und flehen sie an, die Waffen niederzulegen. Es ist ganz aussichtslos, dass die Frauen das unterschreiben. Ich habe bereits alle Methoden ausprobiert. Ich habe die Weiber hungern lassen, aber nichts hilft. Vielleicht waren Ihre Methoden nicht die richtigen, Major. Bitte sagen Sie das nicht. Mein Avancement hängt davon ab, dass ich den Widerstand dieser Frauen breche. Ich habe in Indien und im Sudan gekämpft, aber diese Burenweiber hier sind zäh. Aber bitte, bitte, versuchen Sie Ihr Glück. Ich werde Ihnen die Frau des Präsidenten Krüger kommen lassen. Frau Sanna Krüger! Sind Sie mit der Verpflegung hier zufrieden? Sie können ganz offen zu mir sprechen. Ich werde dem Kommandanten nichts sagen. Ich habe vor dem Kommandanten keine Angst. So ist die Verpflegung. Wir leiden Hunger. Und jeden Tag sterben Hunderte am Typhus. Das soll alles anders werden. Ein ganzer Güterzug voll Lebensmittel steht an der Grenze. Frau Krüger, in England weinen ebenso viele Mütter wie hier in Ihrem Lande. Und ich bin von den englischen Müttern gesandt. Das sind gute Worte. Gott segne Sie dafür. Es ist nur noch eine kleine Formalität zu erfüllen. Sie als Frau des Präsidenten müssen als Erste Ihren Namen unter dieses Dokument setzen. Was sollen wir unterschreiben? Das unterschreibt niemand. Niemand. Tja, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Sie hat keine Mutter geschickt. Der Satan selber hat sie geschickt. Doktor, ich bin die Frau des Abgeordneten Koch. Mein Mann ist ein Freund Englands. Mein Mann hat Cecil Rhodes nahegestanden. Ja, liebe Frau, damit habe ich doch nichts zu tun. Ich bin hier nur Arzt. Mir müssen Sie zuerst helfen. Ich bin doch nur durch einen Irrtum hier. Ich komme doch wieder frei. Was mache ich denn, wenn alle meine Kinder hier sterben? Ich kann doch das 4. Kind nicht auch noch verlieren. Typhus, liebe Frau. Typhus. Muss es aussterben? Oh, das will ich nicht sagen. Sind ja einige durchgekommen. Ich werde Ihnen nachher ein Aspirin schicken. Ach, was ist denn nun schon wieder mit diesen Weibern los? Sie müssen mir helfen. Ich sag Ihnen doch, ich schicke Ihnen Aspirin. Ich sterbe. Ich sterbe. Herr Doktor, kommen Sie nur her, Sie! Sehen Sie sich das mal an! Das ist unsere Fleischzulage. Das sollen wir essen! Das ist allerdings unerfreulich. Melden Sie das sofort den Kommandanten. Ich werde zusehen, was sich machen lässt. Wenn Sie uns umbringen wollen, dann lassen Sie uns gleich erschießen. Das geht schneller. Wer redet denn hier von umbringen? Was wollen Sie überhaupt von mir? Was gibt's denn da? Wenn eure Männer endlich den Widerstand einstellen wollten, wäre es ja viel leichter, euch besser zu behandeln. Sie machen euch wohl viel zu schaffen. Auseinander! Ah, der Doktor und sein Harem. Na, und? Die Verpflegung ist wirklich mangelhaft. So, mangelhaft? Ich finde sie ausgezeichnet. Was haben Sie denn heute Morgen gefrühstückt, Doktor?
Ich? Spiegeleier mit Schinken. Wie immer. Na also, was faseln Sie denn da von schlechter Verpflegung? Wenn es Ihnen bei uns nicht schmeckt, dann können Sie an die Front gehen. Nein, nein. Ich meinte ja nur, Herr Kommandant. Mörder! Feigling! Bluthund! Noch ein Wort und ich schieße! Tun Sie es doch endlich! Sie feiger Mörder, Sie! Ah! Doktor, ich sage, dass ich in Notwehr gehandelt habe. Natürlich, Herr Kommandant. Notwehr. Nur Notwehr, Herr Kommandant. Der beispiellose Empfang, den Ihnen das deutsche Volk bereitet hat, war Ihnen wohl Beweis genug, Herr Präsident, mit welcher Begeisterung Ihnen die Herzen des ganzen Volkes entgegenschlagen. Seine Majestät der Kaiser bedauern unendlich, Sie nicht empfangen zu können, Herr Präsident. Aber Seine Majestät hoffen zuversichtlich bei einer späteren Gelegenheit, wenn Sie, Herr Präsident, einmal wieder nach Europa kommen, Sie persönlich begrüßen zu können. Für heute bin ich beauftragt, Ihnen, hochverehrter Herr Präsident, die besten Grüße Seiner Majestät für Sie und Ihr tapferes Volk zu übermitteln. Ihre Majestät, die Königin Wilhelmine, ist untröstlich, Sie nicht empfangen zu können, Herr Präsident. Leider zwingt uns die europäische Lage, Rücksicht auf gewisse Interessen. Sie verstehen, Herr Präsident, nicht wahr? Aber Ihre Majestät hat mich ausdrücklich beauftragt, Ihnen zugleich im Namen von ganz Holland, dem Mutterlande Ihrer tapferen Buren, Ihre wärmsten Grüße zu übermitteln. Ihre Majestät hoffen zuversichtlich, dass der Himmel Ihre täglichen Gebete erhören möge und dass der Kampf des heldenmütigen und so nahe verwandten Burenvolkes bald und siegreich beendet wird. Der Präsident der Republik und das demokratische Frankreich verfolgen mit lebhaftester Sympathie den heldenmütigen Kampf des tapferen Burenvolkes, dem es sich als Republik zur Republik schwesterlich verbunden fühlt. Wenn auch die augenblickliche Lage uns leider nicht erlaubt, den Gefühlen unserer tiefsten Verbundenheit das Siegel der Tat aufzudrücken, so bitten wir Sie doch, hochverehrter Herr Präsident, unsere aufrichtigsten Grüße und Wünsche Ihrem tapferen Volk zu übermitteln, das mit seiner Freiheit zugleich die Freiheit aller Demokratien der Welt verteidigt. Meine Frau, wo sind die Kinder? Die Muschuo, Itademu, Ankele ya Beche Kata. Im Lager?
nur wenige. Aber wir werden es versuchen. Wir holen euch aus dieser Hölle heraus. Es ist zu spät, Jan. Gott, was haben wir nur getan, dass wir so gestraft werden? Wie geht es Mutter? Sie ist stark und gesund. Und die Kinder? Pia? Stefan? Sie sind doch nicht... Ja. Tot? Typhus. Diese Hunde! Ich komme wieder. Morgen Nacht. Ja! Nicht! Jan Krüger ist als Rebell zu erhängen. Zur besonderen Verschärfung der Strafe wird angeordnet, dass die Insassen des Lagers, insbesondere die Angehörigen des Verräters, der Hinrichtung beizuwohnen haben. Das wird euch künftig abhalten, meine Nachtruhe zu stören. Wer ist das? Seine Frau. Seine Frau? Sehr gut. Soll den besten Platz haben. Ich protestiere! Vorführen. Ja, ich will es sehen. Ich will es sehen, damit ich es nie vergesse. Petra. Sei stark, Jan. Sei stark. Ich werde dir in die Augen sehen bis zum letzten Augenblick. Hörst du, Jan? Bis zum letzten Augenblick. Liebste Frau, uns kann nichts trennen. Meine Seele wird immer bei dir sein. Ja. Ich sterbe für dich, für unser Volk, für unser Vaterland. Recht und Freiheit sind uns genommen. Aber der Glaube an unsere gute Sache ist stärker als der Tod. Schluss! Aufhängen! Fluch über England! Fluch über England! Feuer! Das war das Ende. So hat England unser kleines Volk mit den grausamsten Mitteln unterworfen. Doch einmal wird der Tag der Vergeltung kommen. Ich weiß nicht wann,
Aber so viel Blut kann nicht umsonst geflossen sein. So viele Tränen werden nicht vergeblich geweint. Wir waren nur ein kleines und schwaches Volk. Große und mächtige Völker werden gegen die britische Tyrannei aufstehen. Sie werden England zu Boden schlagen. Gott wird mit ihnen sein. Dann ist der Weg frei für eine bessere Welt.